Bonjour, buongiorno und herzlich willkommen zu meinem Kanal Anyone Can Cook mit Christian und meinem kleinen Freund Mickey. Hast du schon meine neue Schürze bemerkt? Die habe ich mir diesen Sommer im Disney Studio Park gekauft. Dort gibt es mittlerweile regelmäßig das Rendezvous Gourmand Festival. Und am italienischen Stand gab es ein sensationelles Tiramisu. Und das kochen wir heute nach. (2017) hat es das Rendezvous Gourmand Festival das erste Mal gegeben. Damals nur mit Spezialitäten aus Frankreich. Dargeboten am Place de Remy im Disney Studio Park. Den Besuchern hat das so gut gefallen, dass das Disneyland Paris diese Idee fest ins Programm aufgenommen hat. Und das Festival seither sogar verlängert hat. Es dauert inzwischen nicht nur gute 2 Wochen, sondern gleich 12 Wochen. Ihr habt also viel Zeit, euch durch die verschiedenen Spezialitäten zu probieren und so richtig zu schlemmen. 2019 gab es folgende Stände: Elsass, Savoyen, Bretagne, Südwestfrankreich, Provence und die Antillen. Dazu kommen die Nachbarländer Frankreichs, Belgien, Italien und Spanien. Ganz neu war in diesem Jahr auch ein Stand, an dem sich alles um die Bedürfnisse von Vegetariern und Veganern dreht. Hier wurden einige der beliebtesten vegetarischen Gerichte der europäischen Küche angeboten. Dieser Stand war ein so großer Erfolg, dass er erhalten bleibt und auch bei zukünftigen Rendezvous Gourmand Festivals wieder mit dabei ist. Wer weiß, vielleicht kommt ja bald auch noch ein deutscher Stand dazu. Aber nun zum Tiramisu. Für diese beliebte italienische Nachspeise brauchen wir folgende Zutaten: 500 Gramm Mascarpone, 6 Eigelb, 150 Gramm Zucker, 200 Gramm Löffelbiskuits, 500 Milliliter Espresso, 50 Milliliter Amaretto und etwas ungesüßtes Kakaopulver. Nachdem wir nun alles vorbereitet haben, schlage ich als erstes die Eier auf. Du wirst vielleicht gewohnheitsmäßig die Eier an einer scharfen Kante aufschlagen. Aber da habe ich noch einen besonderen Tipp für dich. Wenn du sie auf einer glatten Oberfläche auflegst, dann hast du viel weniger Splitter. Für das Tiramisu brauchen wir nur das Eigelb. Als nächstes geben wir dann unseren Zucker dazu. Und schlagen das Ganze dann mit dem Handrührgerät schaumig. Dabei ist es wichtig, dass das Eigelb mit dem Zucker so lange geschlagen wird, bis eine schöne helle Creme entsteht. Als nächstes geben wir unseren Mascarpone dazu. Den Mascarpone heben wir dann mit der Hand unter. Dafür nicht das Handrührgerät verwenden. Was ich euch noch unterschlagen habe: Ich habe die ganzen Zutaten 10 Minuten vorher aus dem Kühlschrank genommen, dann lässt sich das Ganze besser verarbeiten. So, unsere Mascarpone-Creme ist nun fertig und als nächstes brauchen wir unseren italienischen Espresso. Den habe ich schon heute Vormittag vorbereitet, damit er jetzt gut verarbeitbar ist. Den Kaffee vermische ich jetzt mit unserem Amaretto. Du Christian,
Weißt du eigentlich, wo das Rezept für Tiramisu genau herkommt? Das Originalrezept kommt aus der italienischen Stadt Treviso nahe Venedig. Im Originalrezept wird übrigens kein Amaretto verwendet. Aber ich persönlich finde, dass der Amaretto das Gericht noch viel interessanter macht. Wir beginnen mit einer Schicht von der Mascarpone-Creme. Damit streichen wir unsere Auflaufform etwas ein und beginnen dann damit, unsere Löffelbiskuits in dem Espresso zu tränken. Wir haben heute auch Kinder zu Gast, deswegen werde ich noch eine Version des Tiramisu herstellen, ohne Espresso und Amaretto. Und wie das Ganze geht, das zeige ich euch dann nachher noch. Als nächstes kommt nun wieder eine Schicht von der Mascarpone-Creme und eine weitere Lage von den Löffelbiskuits. Und zu guter Letzt noch eine letzte Schicht von der Mascarpone-Creme. Das Ganze stellen wir jetzt für mindestens 2 Stunden in den Kühlschrank. Als nächstes zeige ich euch, wie wir das Tiramisu für unsere Kinder herrichten. So, und für das Kinder-Tiramisu verwenden wir anstelle von Espresso und Amaretto Kakao. Dabei ist es wichtig, dass die Löffelbiskuits etwas länger in dem Kakao getränkt werden als bei dem Espresso, weil der Kakao nicht so schnell einzieht. Ich habe ein eigenes Kinderförmchen gemacht. Da wird sich die Kleine sicherlich drüber freuen. Zum Schluss dann wieder eine Schicht von der Mascarpone-Creme. Sag mal Christian, hast du mal wieder einen Ausflug gemacht? Dieses Mal war ich in Fontainebleau. Fontainebleau ist eine französische Stadt mit ca. 15.000 Einwohnern, 70 Kilometer südlich vom Disneyland. Da gibt es ein ganz tolles Schloss. Das Schloss Fontainebleau wurde zeitweilig unter anderem von Kaiser Napoleon Bonaparte genutzt. Es ist vor allem berühmt für seine Innenausstattung aus der Zeit der Renaissance, an der zahlreiche italienische Künstler arbeiteten, und wurde 1981 von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt. Ach übrigens, der Name Fontainebleau leitet sich ab von Fontaine, Belle-Eau, was Brunnen mit schönem Wasser bedeutet. Und unser Kinder-Tiramisu stellen wir nun auch in den Kühlschrank. So, das Tiramisu war nun 4 Stunden im Kühlschrank und dann können wir auch mit dem Einrichten beginnen. Da ich noch etwas von der Mascarpone-Creme und den Löffelbiskuits über hatte, habe ich mir für die Kinderportion noch etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Fangen wir an mit der Kinderportion.
dekoriere ich das Tiramisu noch mit ein paar Beeren und ein paar Minzblättern. So, unsere Kinderportion ist nun fertig und dann kümmern wir uns um den Rest. Dafür schneiden wir zunächst ein großzügiges Stück aus unserem Tiramisu heraus. Und portionieren es dann auf einem Teller. Nun bestäuben wir es auch mit etwas Kakao. Und dekorieren es auch mit einigen Beeren und ein paar Minzblättern. Voilà. Bon Appetit! So, bevor nun die Gäste kommen, werde ich das Tiramisu einmal probieren. Köstlich. Ich hoffe, du hattest viel Freude beim Zusehen und wünsche dir viel Spaß beim Nachkochen. Und nicht vergessen, wenn es dir gefallen hat, gib mir einen Like, abonniere meinen Kanal und drück die Glocke. Es verabschieden sich dein Christian mit seinem Freund Micky.